Ende August 2023 trafen sich die politischen Größen der BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, in Südafrika, um eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit auch als Gegenpol zu den G7 zu diskutieren. Immer wieder wurde dabei im Vorfeld auch die Schaffung einer gemeinsamen Währung debattiert, für die sich besonders der brasilianische Präsident Lula da Silva ausspricht. Wir haben zu diesem Thema bereits ein anderes Video veröffentlicht. Daniel und ich diskutieren, wie eine solche Währung überhaupt funktionieren könnte. Also ist die an Gold gekoppelt, von Gold gedeckt und so weiter und so fort. Den Link dazu posten wir hier in der Beschreibung dieses Videos und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, das andere Video anzuschauen, wenn dich das Thema interessiert. Nun, nach dem Meeting der BRICS-Staaten kann man sagen, dass es zu einer Währung dieser BRICS-Staaten erstmal nicht kommt, auch wenn diese Option und mögliche Konsequenzen in den Medien umfangreich diskutiert wurde. Denn man muss natürlich eins sagen, die sogenannte De-Dollarization, wie man so schön sagt, ist natürlich ein wichtiges Thema, nicht nur für die BRICS-Staaten. Den Dollar als Leitwährung zu ersetzen durch eine andere Währung oder wenigstens zu ergänzen um eine weitere starke Währung hätte für die gesamte Weltwirtschaft positive Folgen. Im Übrigen auch für die USA, denn wir dürfen nicht vergessen, dass der Preis für die beherrschende Stellung des US-Dollar ist, dass die USA immer gigantischere Defizite fahren müssen, um so die Geldmenge zu erhöhen. Das kann niemand wollen, auch die USA nicht. Tatsache ist allerdings, dass weit und breit kein Dollarersatz in Sicht ist. Wie das Sprichwort sagt, Europa ist ein Museum, Japan ist ein Pflegeheim und China ist ein Gefängnis. Heute präsentieren wir 7 Gründe, warum eine BRICS-Währung aus unserer Sicht nicht realistisch ist als Dollarersatz und auch bis auf Weiteres nicht sein wird. Fangen wir an. Grund Nummer 1. Es gibt rationale Gründe, warum der Dollar die weltweit führende Leitwährung ist. Die USA sind die einzige Supermacht dieser Erde, die führend ist in den Bereichen Militär, Energieversorgung, Landwirtschaft, Wirtschaftskraft, Finanzsystem, Technologie, Lehre und Forschung. Während die US-Wirtschaft und die EU-Wirtschaft zur Zeit der Finanzkrise im Jahre 2008, also vor ungefähr 15 Jahren, ungefähr gleich groß waren, ist die US-Wirtschaft seitdem um 50% gewachsen und hat die EU weit zurückgelassen. Und darin genau liegt die Vormachtstellung des Dollar begründet. Nicht etwa in einer Verschwörungstheorie, die Idee von einer neuen Weltordnung oder sonstige Hirngespinste. Ja, die USA sind die führende Wirtschaftsmacht, bleiben die führende Wirtschaftsmacht bis auf Weiteres. So, Grund Nummer 2. Der Euro zeigt, dass eine gemeinsame Währung mit realistischer Bewertung praktisch unmöglich ist. Lula ist fest auf eine BRICS-Währung fixiert, so wie die Europäer den Euro geschaffen haben. Die schmerzvollen Lehren aus dem halbgaren Euro scheinen völlig vergessen zu sein. Nur wenige BRICS-Ideologen erkennen, was nötig ist, um eine Währungsunion zu schaffen und was noch schwieriger ist, sie zum Funktionieren zu bringen. Die wichtigsten Staaten der Eurozone sind alles Demokratien. Sie sind sich in der Außenpolitik weitestgehend einig und sind alle NATO-Mitglieder. Sie verfügen über einen gemeinsamen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen, der von einem gemeinsamen Parlament und einer gemeinsamen Exekutive unter einem gemeinsamen obersten Gerichtshof in einer Union mit kollektiven Institutionen gestaltet wird, die bis ins Jahr 1957 zurückreichen. Die Mitgliedstaaten haben zum Teil Vetorecht, in bestimmten Bereichen der Politik kein Vetorecht. Doch selbst dieser Integrationsgrad erwies sich als unzureichend für eine funktionierende gemeinsame Währung.
Einheitliche Zinssätze für Volkswirtschaften mit moderat unterschiedlichen Strukturen und Trendwachstumsraten führten zu einem massiven Ungleichgewicht beim Waren- und Kapitalverkehr innerhalb der EU. Deutschland ist ja hier der große Profiteur dieses Ungleichgewichts und hat hier unglaublich vom Euro profitiert, während die südlichen Länder der EU eigentlich eher hier in die Schuldenfalle getappt sind. Der Block taumelte von einer Krise in die nächste und spaltete Europa in feindliche Lager von Gläubigern und Schuldnern, was in einem Investitionsstau und einem wirtschaftlich verlorenen Jahrzehnt endete. Der Euro also nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Grund Nummer 3: Die BRICS-Staaten könnten unterschiedlicher nicht sein. Die BRICS-Staaten haben unendlich viel weniger gemeinsam als die EU-Staaten, die den Euro geschaffen haben. Einige sind Rohstoffimporteure, andere sind Exporteure. Bei einigen handelt es sich um Demokratien, bei anderen Diktaturen, die mit der Demokratie laufend in Konflikt geraten. China und Indien stehen auf entgegengesetzten Seiten der strategischen Kluft Asiens. Niemand ist bereit, sich gemeinsamen Gesetzen, gemeinsamen Gerichten und so etwas wie einer gemeinsamen Exekutive zu unterwerfen. Alles unabdingbare Voraussetzungen für die Verwaltung einer Währung. Zu versuchen, Lulas Moneda auf dieser Grundlage auf den Markt zu bringen, sei Wahnsinn, sagt so auch Lord Jim O'Neill, ehemaliger Mr. BRICS bei Goldman Sachs. Grund Nummer 4. Letztlich geht es bei der BRICS-Währung ja auch wirklich nur um die Stärkung China. Alles andere sind vorgeschobene Gründe. Jedes BRICS-Mitglied weiß, dass sich das Projekt zu einer Fassade für chinesische Ambitionen entwickelt hat. Bei allem Gerede über Multipolarität in Johannesburg lassen Chinas interne Strategiedokumente keinen Zweifel daran, dass das Land die USA als globalen Hegemon ablösen und seine eigene Dominanz über die wirtschaftlichen und technologischen Strukturen des 21. Jahrhunderts etablieren will. Es ist natürlich schon sehr seltsam, dass die BRICS-Idee zum jetzigen Zeitpunkt wieder in Mode gekommen ist. Gerade jetzt, gerade während Russland die Nahrungsversorgung der Welt destabilisiert und einen reaktionären imperialistischen Krieg in der Ukraine begonnen hat und dabei offenbart hat, im Übrigen natürlich, dass es militärisch nicht besonders leistungsstark ist. Grund Nummer 5 und wahrscheinlich der wichtigste aller Gründe. Wir sind 15 Jahre zu spät. Der Untergang der amerikanischen liberalen Ordnung schien vor 15 Jahren sicherlich plausibel, als das US-Bankensystem implodierte, der Dollar im freien Fall war und den USA die Energie ausging. Der BRICS-Boom erreichte damals ja seinen Höhepunkt. Man konnte damals argumentieren, dass durchschnittliche Wachstumsraten in den 2020er Jahren zu einem endgültigen chinesischen Sieg, zu einer endgültigen chinesischen Übermacht und von dort zu einer neuen postwestlichen Ordnung führen würden, die sich um die aufstrebenden Industriemächte Asiens dreht. Dies war zwar eine falsche Prognose, wie die Geschichte gezeigt hat, aber keine völlig absurde. Aber China befand sich schon damals in einer Stagnationsfalle und verfolgte eine Politik, die bis zum Ende der 2020er Jahre zu einem Zusammenbruch des gesamten Faktor Produktivität-Wachstums und damit zu einem Trendwachstum von etwa 2,5% führen würde. Das ist ein unvermeidliches Merkmal der Ideologie und Kontrolle der Kommunistischen Partei. China kann sein top-down-leninistisches Modell der Kreditvergabe und sozialen Kontrolle nicht aufgeben, denn andernfalls würde es zu einer politischen Revolution führen. Sowohl Brasilien als auch Russland gerieten nach dem Höhepunkt des Rohstoff-Superzyklus im Jahre 2011 in eine wirtschaftliche Depression. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Ressourcenfluch, wie man ihn nannte, überbewerteter Währungen ihre industriellen Kerne ausgehöhlt. In den letzten 12 Jahren ist ihr gemeinsames Bruttoinlandsprodukt von 30%
auf 15% der US-Produktion gesunken. Mit der großen Ausnahme Indiens sind alle Volkswirtschaften der BRICS-Staaten in Schwierigkeiten geraten. Es sind dagegen die USA, die sich geweigert haben, an den Propheten des Niedergangs zu glauben. Amerika ist erneut der weltweit größte kombinierte Öl- und Gasproduzent. Amerika beherrscht die digitale Welt. Der Biden-Dollar ist auf Steroids. Der BRICS-Prozess wird also nicht mehr von der Schwäche der USA, sondern von der Stärke der USA vorangetrieben, vor allem vor der Angst vor der großen Weitreiche der US-Fed durch das weltweite Dollar-Zahlungssystem, aber natürlich auch vor der Angst, ich sage mal, dass hier der westliche Moralismus exportiert wird in Länder, die keine Lust haben, sich moralisch zu verhalten oder den Werten des Westens nicht aufgeschlossen sind. Das war meiner Meinung nach der Kern der ganzen BRICS-Thematik. Wir haben aber noch zwei weitere Gründe, warum wir nicht an eine BRICS-Währung glauben. Grund Nummer 6. Wenn es darauf ankommt, welche Länder wollen sich wirklich Russland, China anschließen und die G7 hinter sich lassen? Ja. Also ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass sich wichtige Länder auf eine BRICS-Koalition einlassen und sich damit aktiv und ganz eindeutig gegen die USA und die G7 stellen. Mir ist schon klar, hier wird über Saudi-Arabien gesprochen und Saudi-Arabien als BRICS-Mitglied klingt sicherlich glamourös, aber man darf nicht vergessen, die Wirtschaft Saudi-Arabiens ist nicht viel größer als die niederländische Wirtschaft. Das Öl ist ein Geschäftsmodell von gestern. Und je größer die BRICS-Familie, desto inkohärenter wird sie und desto lächerlicher wird es, an eine Währungsunion überhaupt nur zu denken. Grund Nummer 7 und das zum Abschluss. Die Welt braucht eine echte Alternative zum US-Dollar als Leitwährung. Am meisten brauchen das die USA selbst, aber eine Währung, die tatsächlich funktioniert. Tatsächlich brauchen wir ein neues Währungssystem. Der Euro ist zur Zweitrangigkeit verdammt, bis Deutschland bei der Fiskalunion in den sauren Apfel beißt, was es jedoch bisher ablehnt. Der chinesische Yuan kann keine globale Reservewährung sein, bis er vollständig konvertierbar ist und bis China ein strukturelles Leistungsbilanzdefizit akzeptiert, das für die Bereitstellung von Yuan Liquidität erforderlich ist. Charles de Gaulle meinte nach dem Zweiten Weltkrieg, Amerika genieße als Hegemon der Reservewährung ein exorbitantes Privileg. Es lässt sich aber aus meiner Sicht eher als eine exorbitante Belastung beschreiben. Amerika muss große Defizite aufweisen, um das Rad hier weiter zu drehen, um das Spiel am Laufen zu halten. Das ist das sogenannte Triffin-Dilemma. Wenn es jemals aufhört, also wenn die USA jemals aufhören, Schulden zu machen, wird das zu einer Dollarknappheit führen und das internationale Finanzsystem, wie wir es aktuell kennen, wird zusammenbrechen. Das könnte durchaus der Fall sein. Ich halte es für durchaus vorstellbar, denn wird Biden wiedergewählt und meint er es wirklich ernst mit seinem Buy American Protektionismus, weiter daran festhält oder Trump an die Macht kommt und sich für weitreichende Zölle und Autarkie entscheidet, dann sieht es zappenduster aus für die Welt, meine Lieben. Wir sollten also unsere Energie und unsere Zeit nicht verschwenden auf eine fiktive BRICS-Währung, sondern uns Gedanken darüber machen, was die Weltwirtschaft erwartet, wenn sich die USA weigern, in Zukunft mitzuspielen. Wird der Euro als weitere Leitwährung zur Verfügung stehen, mit den Konsequenzen gerade auch für Deutschland, die ich vorhin gesagt habe, wird sich bei den Chinesen was tun. Es bleibt abzuwarten. Aber wie gesagt, während das Grundanliegen und das Grundbedürfnis der BRICS-Staaten nach einer neuen Leitwährung oder wenigstens nach einer zweiten Leitwährung absolut verständlich ist, wird die Lösung garantiert nicht
in einer BRICS-Währung liegen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.